So, liebe Leute, jetzt ist es bald soweit. Ich muss nur ganz kurz von euch wissen, ob ihr mich sehen und hören könnt. Alles gut ist. Das ist gut, Probi. Auch wenn ich euch mal wieder nicht sehen kann, sondern nur wieder in die Kamera reinstarre. Aber gut. Ah, man hört mich nicht. Okay. Ah, super. Okay. Also Ton ist auch da. Klasse. Mein erster Livestream hier und ja, wir sind alle ganz gespannt. So lange Zeit haben wir gewartet. Vierzylinder? Ich hoffe nicht. Also wenn das Fahrzeug ja nur in der USA halt vermarktet werden soll, ich glaube die Amis haben was gegen den Vierzylinder, da bin ich mir ziemlich sicher. Hi Luciano. Kann gerne ein bisschen lauter sprechen. Ja. Kubi, dreh den Ton einfach ein bisschen auf, dann passt das schon. Ja, manuelle Schaltung, ja. Einerseits natürlich wieder Kostenersparnis für Nissan, muss man einerseits so sagen. Andererseits natürlich auch ganz cool, was halt Performance angeht. Obwohl natürlich hier in Europa und auch in der USA das Automatikmodell natürlich auch sehr beliebt war. Also gerade bei den älteren Leuten stelle ich immer wieder fest. So, ja, Ton geht momentan nicht mehr. Ich bin hier schon am Anschlag. Also so. Schauen wir mal eben, ob ich den Pegel ein bisschen steigern kann. Dann müsst ihr mir sagen, ob das okay ist so. Ja. So, ich habe jetzt mal ein bisschen lauter gemacht. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ja, der Countdown sagt 26 Minuten noch bis zum Digital Unveil, ja, die digitale Enthüllung. Amerikaner hätte das anders genannt, bin ich mir ziemlich sicher. Aber gut. Ah, der Ante Dolic. Guten Abend. Doch sehr viele Bekannte, die man hier im Chat dann doch wieder sieht. Ich finde es ja klasse, dass ihr euch doch zu so später Stunde dazu entschlossen habt, mit mir hier die Premiere sich anzuschauen. Ja, die 300ZX Rückleuchten, die habe ich auch schon gesehen. Man muss es im Gesamtbild sehen, denke ich mal. Ich denke mal von der Optik her, diese Linien, LED-Linien, die werden halt schon ganz cool kommen, denke ich. Ansonsten diese Punkt-LED-Geschichte, das ist ja nun wirklich schon extrem oldschool, kann man bald sagen. Von daher, Mercedes, BMW, die machen es ja alle mittlerweile, Porsche ja auch, mit den ganzen Streifen, die abgedrehten Designs. Also mal gucken, wie das Heck tatsächlich aussieht. Ja, ich habe schon gelesen, so 400Z. Ich glaube nicht, dass der 400Z heißen wird. Ich
denke mal, das Ding wird einfach nur Z heißen oder Fairlady Z tatsächlich. Vielleicht bringen sie den Namen jetzt endlich mal in die USA. Aber die Zahl gab es ja wirklich nur auf dem amerikanischen und auf dem europäischen Markt und hat ja immer, also wirklich immer seit dem ersten Modell den Hubraum beziffert. Und von daher gehe ich nicht davon aus, dass das Modell 400Z heißen wird. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Es sei denn, die bauen tatsächlich einen 4-Liter-Motor rein, was ich nicht glaube. Ja, so kurze Info für mich mal vielleicht, wo ihr herkommt, wäre mal ganz interessant. Also ich habe schon Luciano gesehen aus Holland, den habe ich schon gesehen. Kubi aus Oberhausen, den habe ich schon gesehen. Aus Bayern hatte ich gerade was gesehen. Den Ante. Ja, sagt mal einfach, wo ihr herkommt. Würde mich mal interessieren. Ach, der Leni, auch aus Oberhausen. Ja, Nachbar. Ah, aus der Heimatstadt Hannover. Ja, Grüße nach Hannover. Friedrichshafen. Ah, zum tiefsten Süden. Nähe Stuttgart, Saarland, Westerwald, Nähe Aachen. Ja, super. Ist doch klasse. Hamburg. Cool. Gibt es ja auch eine Z-Szene. Gibt es eigentlich noch die Treffen in Hamburg? Weiß das einer? Gab es doch immer, ich glaube einmal die Woche oder einmal im Monat gab es die Treffen. Aus Hildesheim. Ach, guck mal eine an. Meine Kaserne gibt es leider nicht mehr. Wo ich stationiert war in Hildesheim. Peine. Ah, so viele Niedersachsen da. Ist ja unglaublich. Saarbrücken. Alzenau, die Heimat von Hyundai Motorsport. Aha. Fährst aber 370Z. Ist ja löblich. i30N auch kein schlechtes Auto. Ja, davon mal abgesehen. Burghausen, Bayern, ja. Weiß ich nicht. Bayern ist groß, Burghausen, keine Ahnung. So. 21 Minuten. Ja, ihr habt ja gesehen, auf dem Bild sind ja schon die Scheinwerfer deutlich zu sehen. Ganz andere Optik im 370Z. Nicht mal wie im 350Z. Also, ja, mal schauen, mal schauen. Was mir allerdings auf der Silhouette wirklich extrem auffällt, das sind die klobigen Spiegel. Also die gehen eigentlich gar nicht. Da hätten sie ein bisschen was Geschmeidigeres machen können. Die sehen schon nach finale Version aus, möchte ich mal bald sagen. Nicht so schön. Bübingen. Ich kenne doch Böblingen. Böblingen, da war vor, wie lange ist das her? Da war doch mal das Z-Nation-Treffen an der Motorworld. Da sind, glaube ich, immer noch Treffen an der Motorworld. Ne? Ist doch, glaube ich, auch schon 3 Jahre her, das Z-Nation-Treffen. 3 oder 4, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ja gut, Luciano. If it's manual, it should be 6-gear transmission, not 7-gear. Heinsberg, habe ich schon mal gehört. Ha, ja. Das würde mich echt nicht wundern, wenn Nissan die Spiegel vom 370Z verbaut hat. Ja. Zuzutrauen wäre es Nissan tatsächlich. Ah, aus der Schweiz. Ja. Grüße in die Schweiz. Ja, ich habe ja ihr habt es vielleicht gesehen, das letzte Video mit der Öltemperaturanzeige. Da haben wir uns ja mal die Türgriffmulden halt auch vorgenommen und die Lüftungsdüse da drin.
Und wie gesagt, 1:1, ich dachte, ich gucke nicht richtig. Ne? Ich baue so die Lüftungsdüse auseinander, guckst drauf, ich vergleiche die so. Das kann nicht sein. Ne? Da haben die seit 2003 bis heute die gleiche Lüftungsdüse verwendet. Wird bei BMW nicht mal ein Jahr halten, wird es eine neue Düse geben. Ah, guck mal, David. Ja, 3 Kilometer. Ja, denn wenn Z-Nation-Treffen wieder ist in Böblingen, ne, dann bist du direkt Nachbar. Ja, ist doch super. Ne, wir mussten, glaube ich, letztes Mal Ewigkeiten anfahren. Das war schon ätzend, die Fahrt darunter. So, noch 18 Minuten. Ja, Z31, ja, muss man mal gucken tatsächlich. Ne? Also, was willst du da machen? Ne? Fahrwerk, Felgen, Auspuff gibt es sicherlich noch irgendwas. Selbst in Japan sind die Teile schon echt rar geworden. Und ja, mit einer frei programmierbaren Steuerung kann man da vielleicht ein bisschen was machen, aber ich würde eher sagen, erhalten das Auto. Ne? Also wirklich halt Zustand erhalten, pflegen, vernünftig warten und vielleicht Fahrwerk, hübsche Felgen, einen schicken Auspuff oder sowas. Ansonsten nicht so viel dran rumdoktern. Dann hast du was Schickes. Hast jetzt schon was Schickes, ne? Z31. Ist ja was Nettes. Ja, Never Change Running System. Ich weiß nicht. Ja, sie haben ja viel geändert. Ja, sie haben ja halt eine VVEL in 370Z reingebaut und VVEL gab es ja. Boah, wann war denn das? Gab es mal in einem Almera mit einem Neo-Motor. Der hatte eine VVEL drin, also schon echt alt, was sie jetzt wieder aufgelebt haben beim 370Z. Ja, ist nett gedacht, irgendwo funktioniert auch, aber nimmt man sich jetzt irgendwo ein 350Z HR oder sowas, ne, und stellt halt die Leistung direkt gegenüber oder lässt die gegeneinander fahren, bist du nicht viel schneller mit einem 370Z. Klar ist das Potenzial, was man aus einem Basis 370Z halt rauskriegen kann, ein bisschen besser zum 350Z. Keine Frage. Ja, aber ja, wäre schön, wenn ein Turbo reinkommt. Ist das Potenzial natürlich direkt mal was größer, aber ein großer Sauger wäre auch schön. Ich bin ja so mehr der Sauger-Fan eigentlich. Schwarzes Nilpferd. Das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Den Jaguar, ja, das hatte die Katrin, glaube ich, aus Hamburg. Die hatte mal so ein Jaguar-Logo vorne reingenagelt in die Silhouette. Ja, weiß nicht. Genau, SR20 VE war das, ja. Restauration für ein Z31, einen vernünftigen Spengler. Also wir haben hier aus der ehemaligen Team Wabaki-Gruppe, das ist so ein regionaler Club, JDM Leute, da gab es einen mit einem Corolla, mit einem alten K30 war das, glaube ich. Der hat eine richtig gute Adresse gefunden, der ihm den Wagen quasi blechtechnisch schön restauriert hat, mit Lack. Das ist echt sauber geworden, das ist echt gut. Ansonsten ist es natürlich Luciano, ja, Turbo is live, ja. Turbo is nice, yes, sure. But John, you know, it is a lot of headaches together to modify a normal aspirated engine to a turbo engine. Öltemperatur sehe ich gar nicht so ein Problem. Also wir haben tatsächlich ein paar Leute, wo die serienmäßig schon die 120 Grad relativ schnell knacken. Da kann ich nur sagen, Ölkühler reinnageln und da mit Ölkühler an die 120 Grad zu kommen, das
da musst du ja schon richtig Mühe geben. Ne? Da musst du halt schon bei, ich sag jetzt mal, bei 30 Grad Außentemperatur auf der Rennstrecke rumnageln. Ansonsten haben wir eigentlich kein Problem mit der Öltemperatur. Drift BMW mit dem VQ37 VR. War das ein VQ37? War das nicht ein 350Z Motor drin? Ich weiß es nicht mehr. Ja, es ist cool geworden. Ich habe gesehen, Michi hat ein Video gemacht von dem Drift-Event, wo ihr ein bisschen am Ballern wart dort. Ist schon cool. Cooles Projekt auf jeden Fall. Ja. Muss ich mir auch mal live angucken. Ich weiß nicht, ob ihr mal irgendwo auf einem nächstes Jahr wahrscheinlich, dieses Jahr wahrscheinlich eher nicht, auf dem Reisbrenn sein werdet oder auf der Asia Arena oder sowas. Da müssen wir uns auf jeden Fall mal unterhalten. Ja, der Q60S Motor, also der VR30 DDTT Motor, 3 Liter V6 Biturbo, hat an sich schon Potenzial. Ihn gab es ja quasi in abgespeckter Form im Q60 und auch im Q50 mit 310 PS waren es, glaube ich. Und ja, gab es dann quasi als große Variante mit den 405 PS. Hat man den kleinen Motor gehabt, hat man relativ schnell auch die 400 PS knacken können. Das heißt, man hatte ein Tuning-Potenzial von über 100 PS nur durch Software. Das war natürlich Bombe. Wenn ja natürlich jetzt der VR30 halt mit den 405 PS oder irgendwas rauskommen wird, dann haben wir natürlich auch noch ein gewisses Potenzial. Das wird aber nicht mehr so riesig sein. Ne? Also 100 PS nur durch Software wird nicht gehen, keine Frage. Ich denke mal eher so 40 PS ist schon machbar, weil aus dem Q60 mit dem Motor mit leichten Modifikationen kriegt man so ungefähr 450 PS tatsächlich raus. Ja, ich habe es ja enttäuschend gefunden, dass der Q60 hier in Europa wieder nur als volle Hütte kam. Ja, das heißt also Automatik und Allrad. Das war halt genau das gleiche Problem wie beim Kia Stinger. Ja, also genau das gleiche, Automatik, Allrad, wo es doch in der USA zum Beispiel die günstigen Einstiegsmodelle gab mit Schalter und Heckantrieb. Wäre klasse gewesen. Ich hätte auch Infiniti bzw. Nissan von diesen Modellen auch deutlich mehr verkauft. Ja, Kia Stinger wird wahrscheinlich, so wie ich gehört habe, auch abgesägt werden. Ja, selber schuld, wie gesagt, hätten sie, in der USA läuft das Ding. In Deutschland, ich glaube insgesamt, ich habe bei einer KBA nachgeguckt, 3000 Mal verkauft, in der USA schon über 30.000 Mal verkauft. Wie gesagt, einfach mal die abgespeckten Versionen hier mit anbieten und dann wird das auch funktionieren. Ja, Mishimoto passt auch in den Nismo, allerdings brauchst du da den Halter, den Winkel nicht, weil du hast ja diesen Yamaha-Dämpfer vorne drin und wir bauen im Nismo den Ölkühler immer an die Crashbar vorne ran, das heißt wir machen Gewindehülsen rein und hängen den dann quasi an die Crashbar. Das heißt, der steht nicht mehr, wie es von Mishimoto vorgesehen ist, aber das ist auch scheißegal. Viele sagen immer, ja, ne, das ist nicht egal, aber das ist egal wirklich. Also das funktioniert auch. Du hast dann halt kein M mehr draufstehen, sondern ein W. Das ist der einzige Unterschied. Ja, wie gesagt, also du kannst Yamaha-Dämpfer kannst du rausnehmen, aber lassen drin. Auf dem Yamaha-Dämpfer steht übrigens eine Patentnummer drauf, die könnt ihr ins Internet eingeben. Ich habe mir das Patent mal angeguckt. Ihr könnt euch das komplette Patent durchlesen und lest es durch und kratzt euch danach am Kopf und fragt, what? Also ich habe auch bei den Fahrzeugen, wo wir diese Dämpfer ausgebaut haben, zum Beispiel für Kompressorsysteme oder sowas, habe ich keinen Nachteil im Fahrverhalten festgestellt. Also, ja, keine Ahnung. Genau, Wishimoto. Genau. Ja, wie gesagt, ist nicht so schlimm. So, 9 Minuten 40 Sekunden. Dann wollen wir mal gucken, ob es eine Moderation gibt. Ich weiß gar nicht, ob die Japaner moderieren werden. Oh, da muss man immer so die Ohren spitzen.
einen harten Akzent haben. Oder Japaner typisch, labern sie einfach auf Japanisch und es gibt nur einen englischen Untertitel. Müssen wir mal gucken gleich. Ja, Luciano, you're right. It is possible to turn the damper and then the Mishimoto oil cooler will fit again. But yeah, I'm not sure if the US patent is correct with this direction. Just kidding. So, wie viele Leute haben wir denn hier jetzt mal dabei? So, mal gucken, ob noch welche dazu gestoßen sind. Oh, 43. Oh, nicht schlecht. Der Null hinten dran wäre schöner, aber es ist ja auch mitten in der Nacht. Ne? Ja, es ist schwierig auf allen 3 Kontinenten oder Märkten eine Uhrzeit zu finden, die jedem passt. Das wird wohl nicht möglich sein. Ja, kommt auf die Einpresstiefe drauf an. Ne? Also 9 mal 18, sagt mir eine Einpresstiefe, dann rechne ich es gerade mal im Kopf aus. Aber auch mit 2,25, 2,45? 2,25 auf 9 Zoll? Das ist schon Stretching, würde ich sagen. Ja gut, klar. Der US-Markt ist halt riesig, ne? Also auch für Nissan. Also Nissan hat schon mit Infiniti zusammen einen recht hohen Marktanteil in der USA. Also als ich das letzte Mal da war, da siehst du kaum amerikanische Fahrzeuge. Ja? Da fährt Hyundai, Kia, Nissan, Infiniti, Toyota und die ganzen Asiaten fahren da rum. Und dann siehst du mal irgendwo zwischendurch mal so ein Chevy. Und je südlicher du kommst, desto mehr Pickups fahren halt rum. Ja, also das ist klassisch USA. ET15. Der ET15 kannst du vorne gar nichts mehr machen, würde ich jetzt mal sagen. So hinten, wenn gebördelt ist, dann kannst du hinten, warte mal, 1,5, doch mal rechnen. So spät rechnen ist immer schwierig. 2,5, 4 durch 2. Ja, hinten kannst du eine 20 mm pro Seite drauf machen. Das geht halt noch, aber dann ist auch Ende. Ne? Wenn du nicht gebördelt hast, dann mit 10 mm. Ja, Sparpolitik, ja, also es gab ja die Konferenz, ja, der Jahresabschluss, der findet ja bei Nissan immer in der Mitte des Jahres statt. Japan Racing, musst du vorne gucken. Also wenn du es schon drauf hast oder sowas und die gehen an der Bremse vorbei, dann herzlichen Glückwunsch. Weil gerade bei Japan Racing habe ich schon einiges gesehen, da musst du vorne nochmal eine kleine 3 mm Spurverbreitung drauf machen, damit die an der Bremse vorbeigeht. Ja, nee, eigentlich nicht. Also vorne ist halt schon, die schon kernig. Ne? Normalerweise sagt man so 9,5 ET22 ist bündig, ne? ET12 ist schon Stance. Da hast du nicht mehr viel Luft dazu. Ne? Also 5 mm Scheibe, musst du aber die Stehbolzen verlängern, ist halt doof. Deswegen vorne lieber gar nichts machen und hinten eine Platte drauf. Ja, klar, geht. Wenn du die Kohle für die Ultras hast, kein Problem. Ja, das geht ohne weiteres. Wie gesagt, haben wir schon gemacht. Haben wir auch ein Video drüber gemacht gehabt. Das ist der schwarze Stilkompressor gewesen. Der hatte die Ultras in Bronze drauf, in 20 Zoll. Sah schick aus, keine Frage. Kann man machen, geht. Kein Problem.
Oh, oh, es tut sich was. Es tut sich was. Mal gucken hier. Der Event ist live geschaltet. Ja, Fahrwerk für mal eben ein bisschen sportlich fahren. Wir müssen mal kurz pausieren, glaube ich. Den Chat. Da passiert was. Oder? War die Zeit schon rum? Ich weiß gar nicht, wie spät haben wir es denn? 2:26. 4 Minuten hätten sie noch tatsächlich. Ja, mal gucken. Ja, STX geht, ne? Dann hast du für 1300 auch noch fast einen Einbau mit drin. Das geht. Ist baugleich zum KW Variante 1. Es geht, wenn es ein bisschen besser für die Kurve sein soll, STXTA. Ja, mit den Uniball-Domlagern kannst du halt auch Zugstufe verstellen. Alles gut. Ne? Ja, hi Andi. Grüße zurück nach Mittelfranken. Ja, Steven, Motor machen, ne? Also, wenn der Motor nicht gemacht ist, hält das nicht lange. 12x20 Hinterachse, ja, ist ein bisschen viel. Also 11, 11,5 Max. Ja, und 12 ist halt wirklich für die GTRs. Aber es gibt genug Anwendungen von der T37 Ultra. Kann sein, dass nicht alle im Online-Shop sind. Aber ansonsten einfach eine E-Mail schreiben und dann gucke ich nach, was Race gerade ein Programm hat, was passendes. Es gibt halt Ultra Tourer und Ultra und keine Ahnung, M-Spec und weiß der Teufel was nicht alles. Diverse Sondereditionen von der T37 Ultra. Von daher muss man mal schauen. Aber 12x20 wäre schon kernig. Weil normalerweise fahre ich halt eine 11x20 auf der Hinterachse mit einem 305er Reifen und das ist halt schon ein Brett. Ne? Also, ja, Motorlager haben wir im Sortiment. Habe ich vor kurzem erst die Fotos gemacht. Stehen noch nicht online im Shop, aber ist in Vorbereitung. Müsste diese oder nächste Woche noch reingehen. Also Fotos habe ich schon gemacht. Das ist kein Problem. Hybridlager sind das, also keine komplett starren Lager. Somit ein bisschen Restkomfort auf jeden Fall noch. Ja, der DE, ganz ehrlich, ne, nachträglich aufladen, da sind schon etliche mit auf die Nase gefallen. Ne? Also dann lieber ein Saugertuning, ganz ehrlich. Ne? Also es gab genug, wir haben genug Kundenfahrzeuge gehabt, die haben irgendwo anders sich einen Kompressor drauf flacken lassen. Das hat dann 1, 2 Jahre gehalten und dann war der Lagerschaden da. Ne? Oder Pleuel abgerissen, hatten wir auch schon. Also von daher, wenn du auflädst, völlig egal, ne, ob Kompressor oder Turbo, mach wenigstens die Pleuele und vernünftige Lagerscheiben rein. Ja, C28N ist, ja, ist so ein Auslaufmodell, möchte man bald sagen. Das T37-Design ist halt nach wie vor der Bestseller bei Race, also C28. ZD40, optional vielleicht mal. ZD40 ist das modernere Design, hat ein bisschen was von der C28. Muss ich mal angucken, ZD40. Ja, wie gesagt, 420 PS auf dem DE, wie gesagt, habe ich schon einige gesehen, die nicht lange damit gefahren sind. Aber es kommt natürlich auch immer auf die Abstimmung drauf an, ne? Und wie man dann fährt und ob genug Öl drin ist. Ja, ja, Kobi, mit Serienmotor oder was? Ja, wenn man halt die Ladedruckregelung halt dahingehend anpasst, dass halt nicht bei 3.500 der große Drehmomentschub kommt, das lässt sich schon generieren, aber ja, ist halt trotzdem noch hoch verdichtet alles. Ne? Es geht los, es geht los. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier Ton habe. Wir sehen was.
Hört ihr auch was? Ich hoffe doch. Okay, das ist ein alter. Ja, ich nehme so die einzelnen Modelle durch und den ganzen Logos. Ja, ich bin auch aufgeregt. Oh, da haben sie tatsächlich einen 370Z Türgriff genommen. Hello everyone, and welcome to the old Z fans joining us live from the US, Japan, and around the world. This is an exciting announcement at Nissan because this is about the Z. The Z badge has special meaning to sports car lovers and special meaning to me because my very first car was Ferrari Z. For me, I must say, the Z was love at first sight. It looked so cool, so desirable, and when I had driven it, I felt the connection. I knew I wanted to own one. This was 1993. I finally bought a Z, a gunmetal gray with a T-bar roof, and of course, manual transmission. Just looking at the car was exciting for me. Every time I polished my Z, I would spend extra time admiring my favorite angle, the front 3/4. So as a Z fan, I'm delighted to unveil our Z Proto. The Z, as a pure sports car, represents the spirit of Nissan. It's a key model in our Nissan Next transformation plan, and this proof of our ability to do what others don't dare to do, from A to Z. With the earlier crossover, we've started a new era of electrification and autonomous driving technology. And with the Z, we are bringing drivers the excitement of pure sports car. For Nissan, the Z is our DNA. There's Z in everything we do. The Z shows our passion for emotional design and the joy of driving. It brings inspiration and excitement to everyone at Nissan. When the Ferrari Z came out in 1969, it moved the international sports car world. No one had ever experienced a car like that before. The Z offered outstanding performance and stylish design that made drivers realize they have to own a Z. And most importantly, the Z was accessible. Now, we are taking the Z to the next level
I'm excited to announce that the new Z is coming. It means a lot to me that Z fans around the world are watching today. The Z Proto you see here is not a concept. The look of this is close to final, and the feel has been engineered for aerodynamics and body rigidity. As we bring the prototype to reality, we are going to deliver a living connection between driver and car. For us, this unique combination of look, feel, and power is the essence of the Z. The Z Proto is prelude to the new Z and true to its heritage. We hope it will appeal to our drivers who have owned generation of Z, and also a new wave of young fans who may have raced virtual Zs online. The Z has always given a tangible and exciting driving experience. And true to that, the new Z will have a twin-turbo V6 with a 6-speed manual transmission, because we want your drive to be powerful, exciting, and engaging. Our team has created an agile, muscular design that's poised and ready for action. The new Z exterior draws on the memories shaped by our dreams of tomorrow. It draws inspiration from the design of two groundbreaking models, the 240Z and 300ZX. When you get inside the Z, you will feel the connection to its rich heritage. And when you drive the Z, you will feel it moving you and Nissan into the future. For more than 50 years, we have been creating the legend of Z. I'm glad you're with us for this exciting chapter. The new Z is on its way. Thank you. Thank you, Uchida-san, and welcome to the digital unveil of the Nissan Z Proto. Broadcasting from the Nissan Pavilion, Yokohama, Japan. Hello, I'm your host, Chris Pepler. Now, we've got a lot of people around the world joining us for this from the USA, Canada, Australia, New Zealand, the Middle East, and many more. And as a car fan myself, I'm very excited, as you are, and I'm also honored to be here as MC to show you the highly anticipated Z Proto. As Uchida-san told us in his opening message, the Z Proto is a sneak peek into what's to come. In the next hour, you will hear more about this vehicle and what it means for Nissan, for fans, and the Z legacy. And we're not the only ones celebrating Z history in the making. Right now, the 33rd annual Z-Car convention, Z-Con, is taking place in Nashville, Tennessee. And they're joining us live to share in this moment. At Z-Con, we have Adam Carolla, famed radio personality who holds the world record for the most downloaded podcast, The Adam Carolla Show. And he is, without a doubt, a big Z enthusiast himself, with some very impressive vintage Z. Thank you, man with the coolest voice and better eyebrows. Wow, Scheint ein abendfüllendes Programm zu werden. Oder morgenfüllen. Ja, jetzt quatschen die scheinbar mit der Community, aber was jetzt schon gesagt worden ist, dass das kein reines Prototyp-Fahrzeug ist, sondern schon sehr dicht am finalen Fahrzeug ist, wenn ihr das mitbekommen habt. Und gesagt wurde tatsächlich schon, welcher Motor es ist. Es ist ein V6 Turbo, der da reinkommt, und dementsprechend wird es der VR30 garantiert werden, DDTT. Also, das steht schon mal fest. Ja,
Gut, wir können ja mal zwischenzeitlich, ich beobachte das hier jetzt hier mal auch gesprächstechnisch mit dem zweiten Ohr, was sie da am Labern sind, aber ja, also den Typen kenne ich zum Beispiel nicht, keine Ahnung, wer das ist, aber er hat wohl irgendwie eine Sammlung an alten Rennfahrzeugen oder irgendwas von Nissan. So, mal schauen. Was mir jetzt schon mal sehr gut gefallen hat, die Farbkombination Gelb mit Bronze geht eigentlich gar nicht. Also ich habe keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Aber die Felgen sehen cool aus. Ja? Auch, dass sie da weiße Schrift drauf gemacht haben. Ich habe zwar jetzt nicht lesen können, was da jetzt drauf stand. Aber Form, Silhouette finde ich klasse. Der Lufteinlass vorne, der ist wirklich sehr gewöhnungsbedürftig, sehr rechteckig. Ja, also da müssen wir mal schauen, ob das wirklich dann so bleibt oder ob die das ein bisschen formschöner machen. Da müssen wir tatsächlich mal schauen. Z Convention Week, ja, das ist schön. So, sowas muss man hier mal in Europa durchziehen, aber das wird schwierig. Also da kriegt man die Tausender nicht hin. Guckt euch das mal an. Ich weiß gar nicht, wie die das machen. Haben die da nicht auch Corona? Ja, die sitzen wahrscheinlich alle in den Autos. So. Ja, Z-Treffen in der USA. Na guck mal, wenigstens ein paar mit Maske dort. Ja, 240er wurden ja in der USA doch schon deutlich häufiger verkauft als in Europa. Sehr schöne Fahrzeuge. Werden auch gerne importiert. Findet man hier und da mal ein paar in Holland, die rübergekommen sind. Aber ja, ist nice to have, aber so richtig fahren und Spaß machen muss man schon drauf stehen auf alte Fahrzeuge. Ja. Also ich bin ja mal vor ein paar Jahren, habe da ja einmal abgestimmt mit dem, was war das, mit dem 2,6 Liter Motor, der Einspritzanlage. Und also da muss man schon rechtzeitig auf die Bremse treten, damit man an der Ampel zum Stehen kommt. Ja, ich finde den echt schick, muss ich sagen. Also wie gesagt, vorne, ja, Kühlergrill. Dafür gibt es Tuning und Aftermarket, ne? Andere Stoßstange dran genagelt und gut ist. Also da lässt sich sicherlich was machen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass da Muse oder keine Ahnung, Wahres bestimmt schon angefangen hat zu zeichnen. Ich bin mir auch ziemlich sicher, wo das herkommt, weil wenn ihr euch mal den 240er anschaut, ne, das Kühlergerät, das ist zwar nur so hoch, ja, das ist deutlich ja, dünner, wenn man so will, aber das ist genauso eckig gewesen. Ja. Aber man muss ja nicht unbedingt von 1968 ein Designmerkmal übernehmen. Obwohl beim Logo haben sie es jetzt gemacht. So. Steven, ja, VR 30 DDTT heißt der Motor. Also Motorcode haben sie jetzt nicht gesagt, aber dass es ein V6 Turbo ist. Und so viel hat Nissan nicht im Programm von den Dingern. Und die werden garantiert kein GTR-Motor da reinflacken. Also wird schon der Q60 der V30 sein. Ja, achso ja, der Stream war kurz weg, irgendwie, keine Ahnung warum. Müsste aber alles wieder gut sein.
Wir schalten mal kurz wieder drauf. Mal ein bisschen genauer hinhören. Halte ich mal ein bisschen die Klappe. So now it is my pleasure to return it back to Chris Pepler in Yokohama. Chris? Thank you, Adam. A lot of enthusiasm. It's great to see the pride of Japanese sports car in Heartland America. So we're going to kick off the talk show on the question and answer session. We've received many questions on the Z Proto from all over the world, from you, the fans. Questions about design, engineering, powertrain, sales timing, availability, many, many questions. And it's great to see. Hey, how are you guys doing? So great to see so many of us, of you participating for this event. So, of course, we're not going to be able to answer all your questions, but we will do our best with the help of these two key people from the Z Proto team. Let me introduce you to Alfonso Albaisa, Senior Vice President of Global Design, and Hiroshi Tamura, Chief Product Specialist of the Z Proto. Fantastic. You, it's a beautiful, beautiful, beautiful car. Thank you so much. You must be, you guys must be so proud. Yeah. So, Alfonso, can you show us around? Tell us about the car. Sure. I mean, right off the bat, I really want to thank the thousands of people joining us today and all the enthusiasts and love we've been feeling actually on social media up until this point. And so let me walk you around some of the big points that as a kid, that Adam mentioned 1970, I was a kid around 7 years old in Miami, and I saw this for the 240 for the first time, and that memory is so still in me that when we had the chance to make a new one, naturally this came out. So one of the things that were so important is at a glance, we wanted this long bonnet and this Z type of low slung cabin silhouette. And one of the key points on that is that as you get up close to the car, the volumes, the hood bulge and the fender must be higher than the trailing edge of the roof line, which you see here. And as soon as with engineering and our design team, we were able to capture that, right away we started to feel that yes, we have something here. And naturally, because our engineers, even in the beginning, were telling us, giving us hints about, how this car would really run, we wanted this low center of gravity. Luckily, the roof line gave us that, but then we introduced the katana sword and also this lovely sculptural crease line that is also tapering down, which allowed this car to feel like a cat that was ready to pounce. So we were really, really excited about these kind of steps that we made on the design. But moving forward on the car, let's talk about some of the things that were interesting in the development process, because of course, we have a love of the 240, but this is an ultra-modern car with a lot of power. So yes, we were able to reintroduce some of the issues like this iconic hood bulge is on the 240, but it has a very graceful forms around it, expressing the power and the silky power within. You cannot make a Z without the scooped out headlamp. And actually, we thought about how to make the headlamp feel like tomorrow, but also invoke some memories. And what we took inspiration from the special version that came out a couple of years later, where they put a clear lens on the 240, and that actually in the sunlight, the reflections that around the car broke the pure circle of the headlamp into two. And we thought, this is it. This is how we're going to do it. So we did ultra-modern technology, but at the same time feeling like the 240. And to be inspired by the memories, the parting line, the hood, the cheekbones, all must create the grille. The grille is not an artificial element. It's the result of things that around it. So that's the front. Let's take a walk around to the back. So as I mentioned, the roof line tapering back, and this cut off rear end, which is very 240. But about 31 years ago, my first trip to Japan, I opened the studio door. I just joined Nissan, and 300Z was a clay model in the studio. And actually, I wanted to go home and restart my life because that was so modern, I couldn't believe it. So naturally,
some of these sensual, simple elements, and this sense of high tech is very much 300. But in the Proto, we use the capsule element from 300, but of course it's an edge-lit LED to give you this, again, this sense of tomorrow. And why don't we step inside, because here is also an interesting twist. Zs have been about performance. Yes, they're beautiful, but they're wonderful things to drive. So what we did here is that we took the purposefulness of the 240 and wrapped it around the body. So when you get into the Proto, you will feel the car is part of you. All the elements are right at your eye level. So as you're driving, you can keep your eyes on the road. And we've introduced modern era things. We have a full digital meter. And of course, we have our information in the center. But everything is organized horizontally and has a purposeful beauty to it. So these are some of the things that we'll have much more time to talk about a little later. But I cannot stop this kind of brief introduction without talking about the meaning of the color. Because 240 had a yellow, my wonderful 300 had a yellow. But at 30 years ago, the technologies with the paint really created a situation where the designers had to desaturate the yellow for the 300Z. Using modern technologies, we were able to add pearl and add these technologies of modern day and keep the yellow. So when you see this car go outside, this color comes to life in an amazing manner. So really happy to walk around this with you today. And I know we'll have some more time to talk in detail, but I really want to thank you for being lovers of Z and supporting us all the time. So thanks a lot. Thank you. Hey, Chris. Great presentation. Thank you so much. It is really, really beautiful. Thank you. Mr. Tomer, what do you think about your baby coming to life? Yeah, actually, for this timing or this stage, I'm very happy to join for such a kind of a great time. And Z is my life or our life. Right. Nissan of the DNA. So important and so happy. Right, yeah, it's an amazing looking car. So let's go with our question, our Q&A session. First question will be from Z-Con. Adam, I think you have the question? Yeah, I have a question for Alfonso, who, by the way, I hung out with at Laguna Seca a couple of years ago when I brought one of Newman's GT-Z cars over there. I think 86, year 86, he won the GT1 championship. So we hung out. He's all Z. So, Alfonso, my question is the reasoning for designing the Z Proto after the 240Z and the 300ZX. What was the inspiration behind that? You know, obviously the 240 has been in our lives, you know, almost our entire lives. And so it's always been natural, but, you know, I think we've been involved with the development of many Zs, including the 350. Where there was actually a proposal that was also a bit of an homage. But the timing now, I don't know, you know, that's the beauty of creating objects, that the context of today and the meaning of today really made us gravitate towards the beauty and the simplicity and the deep meaning of 240 for the company. So it was very natural, and every time we drew it in a modern context, it was very exciting for us. And then the 300, because it really represented an epic break in sports cars. And of course, from my personal experience, it was so humbling, I cannot tell you, when I saw the first clay model. So that when we had the chance to do this, Satoru Tai, who's the executive design director, and myself, with our global teams, were really wanting to see if we can capture tomorrow, but also trigger memories for all the people who love Z. So that's a bit the beginning, Adam. Thank you for that question.
Adam, does that answer your question? It certainly does, and I have one more for Tamura-san, if that's okay. Okay, go ahead. Can you share why it was important for you and the development team to ensure this Z had a manual transmission when other OEMs have left it out? Oh, it's a tough question, but just my blood says it's must have a manual. You know, the sports car driver loves manual transmission. And, you know, manual transmission of changing the gear, synchronized to the car. My body is contact or connect to the car. My partner. That is very important for key elements. Naja, das ist jetzt aber eine Ausrede gewesen, oder? Warum da jetzt eine manuelle Schaltung drin ist. Also ganz ehrlich, das ist doch keine Begründung. I think. So you're basically saying getting back to what it's all about, driving a sports car. Right. Being part of the whole experience. Being part Right. Right. Yeah. In the studio, I can say that Tamura-san's very animated, talking about the dance partner, and that the manual really is a way to connect the machine to you, as he mentioned, and I think that really affected us in even shaping the interior design and making sure we take things away and sleek things out, so that experience of driving can be in the car. But if I may be so bold, it is a bold move in 2020 to actually bring in a manual transmission, a 6-speed. Yeah, that's really getting back to the roots of things. I think there's a few thousand people there that maybe right. want it. Right. What do you think? What do you think, Adam? Listen. First off, I have not driven in a manual shift street car for a while, and I drove here. All my race cars are manual shift, but I drove a 370Z here, and I was a passenger in the car, and it was so much more visceral an experience. I think everyone thinks about driving the stick and, you know, rev matching and all that kind of stuff. Be a passenger when someone is really driving a stick, a manual stick properly. It's a completely different experience to be a passenger in that car. So, yeah, I'm old school. All my race cars are 5 speeds, some 4 speeds, and I love it. Right, fantastic. Okay, let's go on to the next question. We have a question from John. And we're having a little problem with connecting. So I'm going to basically read his question. John wants to know, you can see the evolution of Z cars over the past half a century. What makes this car stand out from previous models? Both of you? Who do you want to go? Ja, ich weiß nicht, also wenn die das keine Automatik rausbringen, dann haben die automatisch auf dem US-Markt direkt deutlich weniger Absatz. Also das steht fest. Also ich meine, nicht umsonst haben ja hier in Europa oder Deutschland auch genug Leute ein Automatikfahrzeug gekauft. Also und ein Porsche funktioniert auch mit PDK, ja, aber klar ist das eine Preissache immer. Also ich denke mal, dass sie das konkurrenzfähiges Produkt machen wollen und da geht halt nur ein manuelles Getriebe. Wenn ich Nissan kenne, wird das wahrscheinlich sogar ein 370Z Getriebe sein, was eine andere Glocke vorne dran hat oder ähnliches. So. Ist ja nicht schlimm. It's okay, but the other entertainment. But you know, Z is a more deep inside of the some life of the focus point. Then Nissan wants to show you about the Z for more connection for you. Ja, ich glaube nicht mal, dass es tatsächlich eine zweite Motorisierung geben wird, aber weil dann hätten sie es eventuell schon erwähnt.
Das wird Nissan typisch, ein Auto, ein Motor. Also das ist ja bei GTR genau das gleiche, also das war ja schon immer bald so. Gut, beim 300ZX jetzt nicht, da gab es nochmal andere Motorisierungen bzw. abgespeckte Non-Turbo-Varianten, aber das kann ich mir hier nicht vorstellen. Tomorrow, so I think that in essence will stand out and really help complement the portfolio, the family of Z cars. So that was our motivation. Right, I see. Okay. Yeah, it's again, it's I guess it's more than just going fast. It's part of your lifestyle. It's something that I guess I wouldn't call it a friend, but yeah, a friend, somebody a partner in your life. Somebody. It's almost a person almost. I think at the end of the day, a sports car is probably not a necessary object for everyday life. So fundamentally, people buy because they love and they're so close to this experience that it already sets the tone and the mood much more amorous, right. if I could use that word. And so everyone who joins Nissan wants to design a GTR and a Z car. And right. that's how it is here Absolutely. in this family. That's how it is. Absolutely. Okay, let's go on to our next question. Our question is from Enver. Is Enver going to be? Is he going to be able to come online, or should I read his question? Okay, I'm going to read his question. All right. Okay, please show me the question. Okay, the 240Z had a light and agile driver's platform. What was the design brief for the Z Proto, and have you achieved the design brief? Alfonso, you want to take that? Yeah, of course the 240 is a different context, except if you think about the cars relative to the 240 at that era, it was very modern. We of course think about it now as a homage car, but so it was breaking all the grounds. It was super lightweight, as the question asks. And when we started hearing from our engineers, we wanted a very Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass die sich mit den Fragen zurückhalten sollten, was halt Fakten angeht. Sonst hätten die schon längst gefragt, was für einen Motor ist da drin, wie viel Leistung hat der, wie viel wiegt der. Aber ich denke mal, da wurden die alle gebrieft, dass sie genau das nicht fragen sollten, weil das wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt noch nicht mal 100% feststeht. Mal gucken. Are exactly in the brief to be a 240 because it's a super modern experience when folks get in, and it's going to be thrilling. I can't. But thank you for acknowledging. Yeah, acknowledge about for 240Z is nice elements, but I think about for all of the contents, which not only 240Z. By the way, I had a 240ZG over fender or a nice long nose. That is so exciting design. But for 300ZX or even the current model of 34, the shape, silhouette, all of the elements, all of the DNA, we install. That's I believe about for don't stick about only 240Z. All of the babies are Nissan's DNA. All of them. All right. And this baby encompasses all the predecessors. Right. Especially because we're drawing more on memory than specifics. Ja, Laber, um DNA und dass in jedem Z halt die Nissan-DNA drin ist, etc. Ja, gut. Ich bin auf die nächste Frage gespannt, vielleicht wird die ein bisschen was interessanter. Sollen wir mal gucken. Die haben jetzt auch nicht konkret beantwortet, was jetzt tatsächlich die Ziele waren vom neuen Z, wo es hieß beim 240Z Leichtgewicht. Mal gucken. Neue Frage.
But you really did have a very rich palette to work from. Yeah. Right, absolutely, right. Okay, I think we're back online. Let's get back to our group of Z fans. This question comes from Adam. Adam, are you there? Das ist eine Frage, die muss man einfach stellen, ne? Was die lustigste Story beim Design des Autos war. Es fällt einem auch sofort ein, so eine Frage, wenn so ein Auto neu vorgestellt wird. Ja, voll digitales Display, hatte ich ja gesehen, ich auch erwähnt. Finde ich interessant. War auch langsam mal Zeit, obwohl ja viele gesagt haben, immer beim 370Z, analoge Zeiger, super, alles klasse. Aber als ich neulich den Supra gefahren bin, das ist schon schick, keine Frage. Obwohl ich jetzt in dem Prototyp gesehen habe, dass das Schwarz halt nicht wirklich schwarz war. Das hat schon so ein bisschen LCD-mäßig halt geleuchtet. Das fand ich jetzt tatsächlich nicht so schön. Also man muss tatsächlich mal schauen, wie das digitale Display nachher tatsächlich ist. Also das kann natürlich auch ganz böse nach hinten losgehen. Aber müssen wir mal gucken. Ja. Hinhaltetaktik, ja. Das ist genau. Zeit rumbringen oder was, keine Ahnung, ich weiß nicht, was das soll mit den Fragen. Aber gut. Hat mal einer von euch die Präsentation des Dodge Demon gesehen? Das ist eine amerikanische Demonstration gewesen. Das ist Wahnsinn. Das müsst ihr euch mal bei YouTube angucken. Nicht jetzt, später, aber gebt einfach mal ein Dodge Demon Präsentation. Mega. Richtig mega. Nee, also die Spiegel sind tatsächlich nicht 370Z, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Vielleicht irgendein anderer Nissan oder Infiniti, aber nicht 370Z gewesen. Und wie ich schon sagte, der Kühlergrill vorne, der ist halt nur etwas höher gezogen, erinnert aber stark halt an 240Z. Also das ist wirklich Z40Z Designsprache. Die sagten gerade vorhin mit dem Scheinwerfer vorne, ne, warum das halt diesen Ober- und unteren Bogen hat. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Das lag daran, dass ja zu einem späteren Zeitpunkt diese durchsichtigen Plexiglas-Abdeckkappen für die Scheinwerfer gekommen sind. Und in der Sonne sah das wohl so aus, als wenn die sich halt geteilt hätten, so diese Reflexion. Und das ist dem Designer da irgendwie in den Sinn gekommen und danach hat er quasi den neuen Scheinwerfer designt. Ich finde es gut, dass die zweiteilige Bremsscheibe gelocht mit einem fetten Sattel da drin haben. Also das sieht mir aus wie die GTR-Bremse tatsächlich vorne hinten. Das wäre natürlich schon mega. Endlich mal was Standfestes. Aber wahrscheinlich auch bei 250 abgeregelt. Aber da kann man ja bestimmt was machen. Na, ich glaube nicht, dass sich die Millennials sich das jetzt hier reinpfeifen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist so ein, bei uns hier zumindest in Europa, so ein Spaten- und Nischenfahrzeug. Wenn du morgen einen 20-Jährigen, 25-Jährigen fragst, ob er sich den neuen Z angeguckt hat, dann sagt er, was, Z? Ich hatte vor 2 Wochen hatte ich einen alten Opa da, der meinte, was denn die ganzen Opels bei mir auf dem Parkplatz machen. Habt ihr gesehen, dass der einen kleinen Dachkantenspoiler dran hat? Also es ist einfach nicht nur gerade runter, sondern er hat da einen Dachkantenspoiler. Boah, ist schon sehr kantig vorne die Front.
So einen seitlichen Lufteinlass, der wäre ja nicht schlecht gewesen, wie beim Nismo, ne? Diesen vertikalen Lufteinlass vorm Kotflügel. Oh, nächste Frage. But somehow feels very natural. So these things, you know, they're quite organic. Right, yeah, okay. Well, I think that answered your question, Adam. Now let's go to Lourdes. Lourdes, are you there? Warum mich da alle verarschen? Wie Nissan die Balance gefunden hat zwischen den alten Fahrzeugen und den Innovationen für neue Fahrzeuge. Also ganz ehrlich, also ich glaube, die Fragen haben die Leute zugeschickt gekriegt und die lesen die dann nur noch ab. Ah, okay. Ja, okay, alles gut. So ein Rapstar. Z. Alles gut. Da habe ich nichts gesagt. Jetzt fangen die schon wieder mit DNA an. Ja, also die Fragen. Ja gut, da sitzen jetzt natürlich hier auch ein Designer, ne, und der kann wahrscheinlich über die Motortechnik mal gar nichts sagen, außer dass er sagt, da ist ein Motor drin. Ja, ich weiß nicht, also ich hoffe, die laden noch ein paar andere Leute ein, die ein bisschen mehr über die Technik erzählen können. Und dann hoffe ich, dass irgendeiner von Autobild oder wer auch immer, keine Ahnung, das Ding mal, ich denke mal, das wird Nissan selber machen, mal über Nürburgring drüber prügelt. Und einfach mal da eine geile Zeit in den Asphalt stampft, aber mit manuellem Getriebe wird das schon stramm, da eine vernünftige Zeit hinzulegen. Gucken. Säulen und Dach, ja. Musst du den schwarzen kaufen. Das ist alles in Warnfarbe. So, ich lasse die mal ein bisschen noch labern. So, actually, this project started from 2017 March. I believe I asked to him, Alonso-san, please draw, make for us about for such a kind of some indication, hint for the sports car, which means, of course, next Z. And he said, of course, why not? To be honest, many arguments would happen sometimes. But we did that because Nissan DNA says we must do for the audience, for the customers. And I think he is being a little bit not descriptive. I hear a knock on my door, the door opens just a little bit, his smiling face, Pancho, can I bother you? And he tells this thing, and I was like a bit shocked. But of course, oh my God, this is a dream come true for That's really fun, and I get that. War ja nicht gerade einer aus Hamburg?
Ja. Irgendwie die nächste. Oh, nächste Frage. That's really fun, and I get that enthusiasm, you know, the adrenaline. Only that his you head talking about. was visible. The body was behind the door. It was like, I'll never forget it. Right. Okay. All right, Lords. I hope that answered your question. Now we have Carl at ZCon. Chris, are you there? Okay, Adam. Is Chris with you? Good evening. Hello, Tamura-san, Alfonso out there. Good to see you guys again. How are you guys doing out here tonight at ZCon 2020 out in the field? Adam, thanks for joining us. Oh, It's a fun listen. time. I would have been here anyway. I didn't even know this thing was going on. I'm just like hanging out in fields with Z's. Absolutely, and if I could, I think I have a question for the guys over there in Japan. Alfonso, I don't know if you know this, but I bumped into Tamura-san more than once, so this question is aimed more for you. The Z-Car community out here, all these great people that are honking and flashing their lights and enjoying the ZCon week, have been anticipating a beautiful new Z-Car for quite some time. There's a huge appetite for it. And I'm going to ask for your opinion, what do you think, out of everything that you've done with Proto Z, what are the elements of this new Z that you believe will most excite those enthusiasts out here enjoying this launch event and will enjoy the new car? Oh, thanks for the question. And yes, vicariously. You want to jump in, sir? Yeah, sorry. Carl-san, Chris-san, can you hear me or can you see my face? Yeah, long time to no see you. It's a honor to for the questionality from you. More future, some excitement, like how Nissan to survive about for such a kind of difficult work. Ja. Show me about Also der Chef des Z-Owners Club USA hat wieder auch eine Frage gestellt, die Alfonso's office. nicht gerade der Rede wert ist. Yes. Gut. And now here it is. The element Ich hoffe, da kommt noch ein bisschen was Interessantes. completed about for design. Ja, Sticker, gute Geschichte. Welche Sonderedition fallen euch spontan ein vom 370Z? Haut mal einen raus, was da alles gab. Ich habe ja auch eine Lieblingsedition. First glance of the car, because even myself when I see it driving, because I have been seeing it as a clay model, which doesn't Ich weiß gar nicht, was die erste Sonderedition war tatsächlich. to see it moving and then to see War das GT Edition? triggering memories actually happen. Nürburgring Edition? It's a bit super humbling first of all, but it's even shocking for people who Was hat man noch? 40th Anniversary? and I think that's probably why we are always going to be creating cars, is that this feeling, and so simple Genau, as GT Anniversary Edition. silhouette, and people will react differently. Nah. They will react. Das wird Nissan nie machen, dass sie irgendwas zum halben Preis weggeben. Ich kenn ja ein paar Jungs von Nissan und das ist so bürokratisch bei denen. Es muss sozusagen immer alles revisionssicher sein. Ja. Das heißt, Nissan braucht eine entsprechende Gegenleistung, dass das halt auch verbucht werden kann. Und deswegen werden die nie was für Noppes oder für Umme quasi weggeben. Ah, Luciano, you spend so much money in your car, you don't want to sell it. Final Edition. Ja, es ist ein schöner Name. Also wenn sie noch ein bisschen warten, können wir eine 50th Anniversary machen.
Gab es die nicht schon? Gab doch in der USA eine Edition, die es hier nicht gab, die mit dem roten Kranz drum. Das war doch, glaube ich, sogar eine 50s, ne? 50th Anniversary. Oh, noch eine Frage. You then start enhancing and make it, okay, a little more. He's a little more. His nickname is a little more. Because a little more Fender, a little more this. And Moskoshi. more. And very a great experience. So I think that this is some of the things that you will. Right. Okay. Well, thank you very much. We have another question from our. Ich denke, was sind denn das für Fragen? Jetzt fragen die, warum der Z eine Sportwagen-Ikone ist. Gibt doch eigentlich noch mehr Sportwagen-Ikonen, oder? Welche Sportwagen-Ikonen fallen euch ein? Die es quasi jetzt in Fortführung halt immer noch gibt. Oh, ist schwierig tatsächlich, oder? Ford GT. Ford GT, finde ich. Sportwagen-Ikone auf jeden Fall. Die ganzen Muscle Cars, die jetzt wieder gekommen sind, sind ja eigentlich keine reinrassigen Sportwagen in dem Sinne. Gibt bestimmt noch ein paar. Wenn euch welche einfallen, einfach mal in den Chat rein. MX5, jo, MX5. Aber der ist, der NA, der ist doch deutlich später rausgekommen. Das ist doch bestimmt 80er Jahre gewesen. Mein Elber. Ja. Alpine, ja. Okay, gab es 2 Modelle, ne? Oder 3 insgesamt? Oh, Midnight Purple. Midnight Purple gab es, glaube ich, nur für die GTRs. Ne? Habe ich noch nie auf dem Z gesehen. Nur in Folie mal oder nachträglich drauf. Bayside Blue. Ja. Meint er wirklich, dass diese Farben werden wiederkommen? Ich weiß es nicht. Deutschen werden sowieso wieder nur schwarz, weiß oder silber kaufen. Ohne Flachs, ich hatte neulich bei mir auf dem Parkplatz bestimmt 10 schwarze Z auf einem Haufen stehen. Das ist ja nicht mehr feierlich gewesen. Nächste Frage. Difference in our culture between a GTR and a Z, and we share this, we talk about this, because when we start a new one, you know, you need to make sure that you inform your intuition as you leap forward. So this stuff is great. Right. Okay. Lib, I hope that answered your question. Do we have another question from our viewers? Okay, we have. Also schön, dass Sie Fragen stellen, die nicht mal die beiden beantworten können, weil die so hohl sind. Ganz ehrlich. Gut. Ist aber zum Glück die letzte Frage, haben Sie gesagt. Also danach geht es hoffentlich dann ans Eingemachte. Nissan wants to show about for our philosophy. We have some area, but even we have the. Also ich finde es ja schön, dass ihr mutig bei der Farbe seid, aber welche Farbe hat euer aktueller Z dann? Kubi weiß ich, der fährt einen schwarzen. Filippo weiß ich, der fährt einen weißen. Luciano fährt einen weißen. We have a lot of technology, so when we make a car, we are lifted by technology, but also the voices that reach us. Where maybe 20 years ago, you a bit were designing in isolation, or you did some
product planning does a survey, but we are getting information all the time. And especially with the the Z enthusiasts are constantly feeding us with information, opinions. Sunset Orange. Hatte meine auch beste Farbe beim 350 ZR. It helps us because, you know, I'd like to paint a picture of what our life is like. The design center is around 500 people. And right next to us, there's a big building, 9 floors high, full of engineers. And there's a bridge connecting us. And all day long, teams of engineers are coming in. Ja, aber rote Nismos, die sind so selten und die sind echt schick. Aber das geilste Rot ist tatsächlich halt vom ganz neuen Modell, vom 370Z. Oder halt vom HR das Rot. Auch sehr schick. Oh, das erste Blau vom 370Z, das fand ich schrecklich. Das zweite Blau oder das Dunkelblau jetzt auch sehr schick. Das habe ich bisher nur 2 oder 3 Stück gesehen, aber noch keinen tatsächlich auf dem Hof gehabt von diesem neuen Dunkelblau. Silbernen ist Moos auch super selten. Hatte ich aber schon ein paar. And that is, no, sorry, not nice meal, the best of the best, you know, product. That is the, for example, Z. Right, okay. But can you say that, this is a question for me, because of social media, this is maybe a car that incorporated a lot of the feedback from the fans, from the Z fans. Do you think that's the right assessment? Schaltet euch nochmal drauf, mal gucken, was wir jetzt noch zu melden haben, weil die Frage ist ja die letzte beantwortet. Sorry, not nice meal, the best of the best, you know, product. That is the, for example, Z. Z, right, okay. But can you say that, this is a question for me, because of social media, this is maybe a car that incorporated a lot of the feedback from the fans, from the Z fans. Do you think that's the right assessment? Well, I think it confirmed. Because obviously social media didn't know we were starting when we were starting. Yeah. But I think it was almost up to a bizarre level. Right. Because really the Z enthusiasts are of every age, every generation. And you have some kids who were born way after, you know, the 240. Right, yeah. Who are speaking about the 240 suddenly as if it's their absolute, I must have this car, I love this car. Yeah. And I don't think 20 years ago that was necessarily exactly the case. There was always some of that. Right, yeah. But, and this kind of, it made us more buoyant. It filled us with oxygen because, yes, so some of the feelings that we are having, these are echoed. And it doesn't matter the age of the person. Right. People love the Z. And well, here's the latest evolution. We're kind of running out of time. I'd like to ask some more questions, but thanks to all the people that participated in this event. Thanks for the amazing questions. And thank you, Alfonso, and thank you, Tamina-san, for your insights. Oh, wow. Das war es schon tatsächlich. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Crazy. Okay. Was haben Sie jetzt noch gesagt? Im nächsten Monat kommen ein paar mehr Informationen. Aber ja, haben sich recht bedeckt gehalten. Von innen hat man jetzt auch nicht so viel gesehen. Ja, also vielleicht gibt es noch ein paar Jungs, die ein paar Screenshots vielleicht morgen, übermorgen hochladen. Mal gucken. Ja, also ich hatte mal einen Kunden, der hatte dieses Brickyard gehabt. Grundsätzlich finde ich Mehrfarbe immer nicht schlecht, aber wie gesagt, der schnöde Deutsche greift halt immer zu den Standardfarben Schwarz, Weiß, Silber. Ja, also klar, wenn du nicht mehr Auswahl hast, klar, Folie hilft, keine Frage, aber dann ist es halt schon schwierig. Ne? Die Amerikaner sind da scheinbar etwas, wie soll ich sagen, mutiger, was die Farbwahl halt angeht.
Luciano. Nobody knows. I say Z. That's only one letter, and that's it. So there was no sign on the back. There was only in the middle the Z, and in the rear fender there was only the Z. There was no 350, 370, 400 or whatever. No fair lady. So I think the name will be Z only. That's it. Ja, Philipp, also bis Nismo rauskommen, du weißt ganz genau beim 370Z, wie lange das gedauert hat, bis da ein Nismo auf den Markt kam. Das wird wahrscheinlich nochmal 1-2 Jahre nochmal on top nach dem Release sein. Ich glaube nicht, dass sie zeitgleich rauskommen. Im Leben nicht. Ja, Apple hat mich heute auch enttäuscht. Kein neues iPhone vorgestellt. Meine Güte. Ja, gut. Ja, tu dir keinen Zwang an. Also wenn das jetzt nichts Verbotenes ist oder sonst irgendwas, kannst du ja gerne noch einen Link rein nageln. Da habe ich nichts dagegen. Wenn es denn mit einem Z zu tun hat. Echt? Habe ich gar nicht gesehen. Fairlady Z stand auf der Heckklappe. Muss ich mir gleich nochmal angucken. Gut, ja, dann, wie gesagt, wird wahrscheinlich beim nächsten Z keine Nummer mehr davor stehen. Ja, ja. Ja, wie gesagt, also mehr Farben. Grün, ja. Also, ich weiß nicht, gab es mal. Es gab in der USA, glaube ich, mal ein 240Z in grün. Das habe ich, glaube ich, mal gesehen. Aber ja, solange es nicht, wie die Amis immer das lieben, ne, grünes Auto und grüne Innenausstattung oder blaues Auto, blaue Innenausstattung machen, da habe ich da nichts dagegen. Innen schön dunkel fand ich jetzt schon mal nicht schlecht. Ja, wenn ich überlege, diese ganzen Renderings und diese Hobbyartisten, die im Vorfeld irgendwelche Zs gemalt haben oder sowas, ne, und gerendert haben und aus sich irgendwelchen 10.000 Autos sich einen zusammengebastelt haben oder sowas. Was jetzt tatsächlich daraus geworden ist, ist nun mal ganz anders geworden. Aber gut, muss man mal schauen. Ja. Aber wie gesagt, ich denke mal, da wird sich nicht mehr viel dran tun. Es war damals beim 350Z war das auch, wenn sich noch daran erinnern kann, als der 350Z Prototyp halt vorgestellt worden ist, der war auch schon sehr dicht an der Serie. Da hat sich nicht mehr so viel getan. War ein bisschen, die Proportionen hatten sich dann noch ein bisschen verschoben, die Froschstoßstange hatte sich nochmal geändert, aber der Rest ist eigentlich so geblieben. Also auch diese ganzen Skizzen, die es im Vorfeld gab, was Armaturenbrett und Mittelkonsole anging, das war alles schon final, wenn man so will. Über Deutschland wurde gar nichts gesagt oder über Europa grundsätzlich. Die haben primär ihre Hauptmärkte begrüßt. Europa war nicht dabei. Wen hätte das gewundert? Ja, also es ist nicht fix. Es wurde nichts drüber erwähnt. Und wie gesagt, da müssen wir jetzt wahrscheinlich den nächsten Monat noch abwarten, wo sie gesagt haben, da passiert noch mal ein bisschen mehr. Ja, hau rein. Dann rein von der offiziellen Seite, dann mach. Ja, also wie gesagt, also das sah halt auch noch ein bisschen klobig aus damals beim 350er. Ich habe, glaube ich, noch die Bilder und die Zeichnungen bei mir auf dem Arbeitsrechner. Die müssen wir mal rauspinnen, da kann man vielleicht noch mal eine kleine Story daraus bauen, wie dann letztendlich, oder wie der Prototyp war und dann letztendlich das finale Fahrzeug. Aber ja, wer sich noch daran erinnern kann, 370Z, als der auf den Markt kam, hat jeder gesagt, um Gottes Willen, wie könnt ihr denn so eine Scheinwerfer und so eine Heckleuchten machen? Mittlerweile
hat sich jeder daran gewöhnt. Ja, aber es ist ja auch lange Zeit vergangen, in der man sich halt daran gewöhnen konnte. Ach so, ja, sorry. Ja, wenn die entfernt werden, dann, keine Ahnung, weiß ich nicht. Kann ich jetzt erstmal nicht ändern. Das ist wahrscheinlich hier so ein Spam-Filter oder sowas. Aber wenn du sagst, das steht auf der offiziellen Nissan-Seite oder so, dann könnt ihr da mal danach gucken, das ist ja kein Problem. Ja, nee, handfestes war es jetzt nicht, außer dass bestätigt worden ist, dass es ein V6 Biturbo sein wird. Das wurde definitiv mehrfach gesagt. Was ich jetzt so rein technisch gesehen habe, ist halt wirklich so die große Bremsanlage. Für mich halt eine GTR-Bremsanlage. Stand aber kein, also konnte ich jetzt so nicht erkennen, kein Brembo drauf oder ähnliches. Felgen waren sehr schick. Und wie gesagt, die Farbkombination Gelb und Bronze geht für mich eigentlich gar nicht. Ja, Yunus, wie gesagt, habe ich gerade schon erwähnt, es wurde nicht bestätigt, dass der nach Deutschland oder nach Europa kommt. Das wird jetzt wahrscheinlich innerhalb der nächsten Wochen halt klargestellt werden. Ich denke mal, aber es wird erst mehr technische Aspekte halt preisgegeben, bevor halt gesagt wird, was kostet der und wann wird er ausgeliefert und wo wird er überhaupt erscheinen. Ja, schick eine Mail. Schick eine Mail. Kein Problem. Kann ich über Handy abrufen. Kannst mir auch optional, den können wir uns das vielleicht doch nochmal angucken. Ich habe auf der Facebook-Seite ein WhatsApp-Button. Da kannst du mir den Link auch schicken. Das kann ich hier über Web-WhatsApp halt aufmachen. Das ist kein Problem. Können wir uns das vielleicht nochmal im Detail angucken und darüber philosophieren. Ja, alles in allem, wie gesagt, ihr müsst euch unbedingt mal vom Dodge Demon die Präsentation angucken und dann vergleicht das mal bitte mit der Geschichte hier. Gut, also die Präsentation, wenn ich das richtig mitbekommen habe, hat in Japan tatsächlich stattgefunden, nicht in der USA. Und dementsprechend ist sie sehr japanisch, dezent, zurückhaltend ausgefallen. Und ja, nicht wie die Amis das machen mit der Brechstange. Ja, guckt euch unbedingt mal die Dodge Demon Präsentation an. Das ist der Wahnsinn. Richtig, richtig gut. Aber auch die Internetseiten von Dodge zum Beispiel, die sind nicht zu vergleichen. Guckt euch dann bitte mal BMW-Seite an, eine Mercedes-Seite oder eine VW-Seite und dann guckt euch mal die Dodge-Seite an, da wo der Demon drauf ist oder sag schnell, der Red Eye zum Beispiel, die Hellcat, allein die Namen, ja, das fällt hier in Deutschland keinem ein. Ja. Ja, wir haben seit 60 Jahren Golf, der heißt weiterhin Golf. Ja. Und, gut, das haben sie jetzt beim Mustang auch gemacht, so ist nicht, aber Mustang an sich war halt schon ein cooler Name. Da muss man nicht jetzt nach irgendwelchen Wasserströmen oder Winden benennen, so eine Autos. Das ist ja nun auch so eine Eigenart von VW immer gewesen. Welchen Namen findet ihr denn grundsätzlich cool beim Auto? Ich fand ja immer, wie gesagt, bei den Amerikanern die Namen wirklich sehr gelungen. Ja? Caliber, Nitro, Challenger, das sind halt wirklich Namen, das hat sich ein Mann ausgedacht. Das ist einfach so. Das ist halt auch entsprechend die Zielgruppe. Gut, beim Caliber jetzt vielleicht nicht, das ist ein hässliches Auto. Aber gut.
Luciano, we don't know. So we know more if we see the car from underneath. So if you see the axle, the suspension, and that stuff. So in that case, you can say it is based on a 370Z or not. So that's maybe it's a complete new platform. Nobody knows. So but we have to wait. So that's it. So hopefully we will see a little bit more of final pictures of suspension or whatever. So in that case we can say it is completely new or not. But I'm pretty sure that they make changes, but maybe not so much. Was kein WhatsApp? Oh, wo gibt's denn sowas noch? Warte mal. E-Mails. Mal gucken. Oh. Ja, okay. Warte. Das müsste ja hier auf der Seite sein tatsächlich. Moment. Dann gehen wir hier mal drauf. Zack. Gucken, ob da was drin ist. So, guck mal. Ah, hier können wir noch ein bisschen gucken. Hier können wir noch ein bisschen gucken. Das ist doch schön. Dann machen wir doch jetzt mal. So. Ach, guck mal, nein. Ja, habe ich nicht gesehen. War auf der rechten Seite tatsächlich. Hier sieht man, ich gehe mal mit der Maus hin, das Fair Lady Z. Und zwar genauso schräg geschrieben wie damals beim 240Z. Die hatten das da so schief drauf genagelt. Hier unten in der Mitte das Z finde ich auch schick. Gut, wird bei uns wahrscheinlich dann oder bei den Amis auch durch ein Kennzeichen überdeckt werden. Endrohre sind ganz nice. Finde ich ganz gut. Schön dicke Backen hat er. Schweller finde ich auch schick. Hier schön reingezogen. Ah, ein Traum. Finde ich gut. Aber was mich wundert tatsächlich, kein Seitenblinker. Das ist natürlich, ne, für den europäischen Markt, aber ich sehe auch hier keine seitlichen Reflektoren. Ne? Die Amis brauchen ja die seitlichen Reflektoren, wir brauchen noch einen seitlichen Blinker. Na, entweder ist der jetzt natürlich noch im Spiegel drin oder sowas, aber Reflektoren müssen auf jeden Fall für den amerikanischen Markt noch ran. Da weiß ich nicht, wo sie die hinnageln wollen. Ja, müssen wir mal gucken. So, was haben wir denn hier noch? So, da ist noch irgendein Video. Da sind die Generationen. Genau, 240. So. Z31. Welchen Z findet ihr denn am schönsten? Oh, hier los. 370Z vergessen. Da steht ja eine Etage tiefer. Haben Sie 370Z vergessen? A brief history of acceleration. Dritte Generation, vierte Generation, fünfte Generation. Ende. Ah, hat sich der Webdesigner wahrscheinlich gedacht, ne, 370Z passt nicht mehr drauf. Ja gut, wenn Blinker im Spiegel ist, ist ja gut, aber die Amerikaner brauchen trotzdem die Reflektoren. So, true to its DNA. Ja, Silhouette finde ich schick. Ich hoffe nur, dass man da ein bisschen mehr Kopffreiheit hat für große Leute, weil da hatte ich im Supra echt Probleme. Der hatte auch eine relativ kleine Windschutzscheibe, hat man gesehen. So, jetzt haben wir hier Interieur. Das sieht schon echt gut aus. Man sieht hier auch noch die Mittelkonsole. Dann haben wir nur 2 Drehregler dran, wenn ich das richtig sehe. Alles andere sind Sensorflächen. Das ist nice. Die Lüftungsdüsen sehen auch aus wie vom alten Modell.
Dann haben wir da oben 3 Rundinstrumente. Schade, dass man jetzt wahrscheinlich keinen anderen Blickwinkel hat. Ja, aber da hat schon einer vorhin geschrieben, ne, die Türverkleidungen sehen aus wie beim 370Z. Also ja, kann ich so bestätigen. Und ich bin mir sicher, wenn ich den Türgriff ausbauen würde, da würde auch wieder die 370Z Teilenummer draufstehen. So. Explore the Nissan 370Z. Warum? Was? Wenn du nicht warten kannst auf den neuen Z, dann sollst du dir jetzt noch einen 370Z kaufen. Wie soll das denn gehen? Der 370Z wird gar nicht mehr gebaut. Also ich habe eine Information gekriegt vom deutschen Nissan-Händler, der wollte sich noch ein paar hinstellen. Er hat gesagt, der kriegt keine mehr. Da wird nur noch Lager abverkauft, aber die Produktion wurde bereits eingestellt, seiner Aussage nach. Ja, also hier von der Seite gesehen ist natürlich schon kantig vorne. Ich finde es aber gut. Also gut, die Farbe ist halt Geschmackssache, keine Frage. Ich war nie ein Liebhaber von Gelb. Irgendwo, ne? Das Auto darf gelb sein. Der Viper? Keine Ahnung, weiß ich nicht, aber gelb gefällt mir nicht. Ja. Vielleicht ist das aber auch so ein Perleffektgelb oder sowas, wie das aussieht. Das schimmert so ein bisschen, das chargiert so ein bisschen die Farben. Ja, genau, habe ich gesehen, dass 370Z weiterhin verkauft wird. Ja, die haben wahrscheinlich noch Lagerbestände irgendwo, die sie noch loswerden müssen. Also, ja, wenn wir Pech haben, kriegen wir eine neue Sonderedition irgendwo, ne, dass sie dann irgendwie einen Sticker drauf machen. Wie vorhin gesagt wurde, was war das? Final Edition oder sowas. Ne? Die letzten. Ja, also hier sieht er natürlich von der Tiefe schon, finde ich, sehr stimmig aus. Ja, also da kleine Spurverbreitung drauf, dann sieht das echt passig aus. Ich denke mal, der wird, wenn er kommt, höher dastehen. Also, dass der so tief kommt, kann ich mir nicht vorstellen. Also denke ich eher nicht. Aber wenn man vorne guckt vom Vorderrad, wie viel Bodenfreiheit da ist, das ist nicht mehr so viel. Hinten klar, Heckstoßstange ist ein bisschen mehr. Aber vorne ist schon wieder, wenn sie da wieder so eine Gummilippen oder so eine Kunststofflippe dran machen oder sowas, dann wird das schon wieder eng. Genau, richtig. Right, Luciano. Only car which should be yellow is a New York taxi. Lamborghini in Gelb. Wow, ich weiß nicht. Na, Lamborghini hat immer so extreme Farben, ne? So Neongrün und Neonorange und sowas alles. Geht immer gefühlt irgendwie alles. Ja, also Gelb, ja. Meins wäre es nicht grundsätzlich, aber ich weiß, dass die 240er damals halt auch in so einem Gelb verkauft worden sind. Ja. Gut, liebe Leute. Wie spät haben wir es? 3:50 Uhr. Muss bald wieder aufstehen. Um zu arbeiten. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, hier live bei der Digital Unveil dabei zu sein vom neuen Z Proto. Und wenn ihr noch Fragen habt oder so, dann ich werde noch 5 Minuten im Chat drin bleiben. Ansonsten würde ich jetzt den Livestream beenden und dann ja, schauen wir mal, was die nächsten Wochen so noch hergeben an Informationen.
Da werden wir eventuell dann auch noch mal ein kleines Video drum drehen oder sowas. Ich denke mal ein Livestream, wenn Nissan jetzt noch mal ein Event hat oder sowas, dann können wir das vielleicht noch mal machen. Ansonsten machen wir ein separates Video. Ja, ansonsten fand ich es cool, dass ihr dabei wart, dass ihr euch so spät noch aufgerafft habt oder wach geblieben seid, um dabei zu sein. Wir haben ein bisschen Gas gegeben hier, damit wir euch das vernünftig präsentieren können. Und ja, ansonsten sage ich bis zum nächsten Video oder Livestream, weiß ja nicht. Ich weiß jetzt, dass es funktioniert und es macht irgendwie auch Spaß, finde ich. Und von daher sage ich bis demnächst. Und wie gesagt, ich bin noch 5 Minuten im Chat, aber Video schalte ich jetzt erstmal ab. Ich bin mega müde auch schon mittlerweile.